equal to God, but not greater. Du bist Gott gleich. They were not dead. Aber sie waren nicht tot. The fire didn't even touch them. Das Feuer konnte sie nicht mehr berühren. The ropes that they had on their hands Und die Fesseln, die sie um die Hände hatten, didn't even get burned. wurden nicht verbrannt. They didn't even smell like smoke. Sie haben auch nicht verbrannt gerochen. Jesus was in the fire with them. Jesus war Feuer bei ihnen. The fire didn't even touch them. Das Feuer konnte sie nicht berühren. Neither did they come out smelling like smoke. Und wir haben sie verbrannt gerochen. Why? Chose you to be equal to him. Hi, I'm Pastor David Atterbury, pastor of Christ-like World Outreach Center, and you're watching From the Kingdom Down. I pray that today's message will be a blessing to you. So sit back and watch. The more worldly things that you give your attention to, Je mehr Aufmerksamkeit wir auf weltliche Dinge lenken, the more you turn away from the cause of God. umso mehr wenden wir uns ab von den Rufen Gottes. Why? Because you've given your attention to the worldly cause. Warum? Weil wir unsere Aufmerksamkeit auf den weltlichen Ruf gerichtet haben. And that makes it even more harder for you to turn to God and answer his calls. Und es macht es eben umso schwerer, uns wieder Gott zuzuwenden und sein Rufen. Let me give you an example. Ich will euch ein Beispiel geben. If there's something that you are struggling with, Gibt es einen Bereich, in dem du Probleme hast? the first time it comes and presents itself to you, Und wenn sich das dir zum ersten Mal präsentiert if you resist it the first time, und du lehnst es das erste Mal ab, that means you don't do what the devil is trying to get you to do. das heißt, du tust nicht, wozu dich der Teufel bringen will. The second time it comes, it will be a little bit easier for you to say no. Und es präsentiert sich dann zum zweiten Mal, dann wird es schon leichter, Nein zu sagen. And then if it comes a third time, it will be even more easier for you to say no, because you said no the first two times. Und beim dritten Mal wird es dann noch einfacher sein, Nein zu sagen, du hast ja schon bei den ersten beiden Malen Nein gesagt. After a while, you'll just be able to say no every time it comes. No, I'm not doing that. That's not of God. No. Und nach einer Weile kannst du dann sagen, nein, das ist nicht von Gott, das werde ich nicht tun. That's why I know adultery, no. Yeah. Me, I've done it already. And I know what results it brings. Denn ich weiß, Ehebruch ist nicht von Gott und ich weiß auch, welche Resultate es mit sich bringt. I know what it does. Ich weiß, was daraus geschieht. I didn't just read it. I know what it does. Ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es To you, and to the other person. Ich weiß, was es einem selbst gegenüber bringt und was es auch anderen gegenüber bringt. So now, Proverbs 4:23. Let's go there. Sprüche, Proverbs 4:23. Sprüche 4,23. The problems are not lying out there. Die Probleme sind nicht da draußen. The problems come from us, Die Probleme sind stattdessen in uns. our own lustful desires, Unsere eigenen lustigen Wünsche. things that we've been giving our attention to that we shouldn't give our attention to. Bereiche, wo wir unsere Aufmerksamkeit hingelenkt haben, dass wir eigentlich nicht hätten tun sollen. What did I say? Proverbs what? Let me see. Hold up. I said Proverbs 4:23. Sprüche 4,23. 4. Come on, move with me. Twenty-three. Now again, I'm reading out of the Amplified Bible. It says, keep and guard your heart with all diligence, and above all that you guard, for out of it, heart, your spirit. For out of it flows the springs of life, or issues
of life. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Your spirit man, Dein Geist, the real you, das wahre Du, all the issues of life flow out of him. all die Situationen des Lebens fließen da heraus. If you're a Christian, Wenn du Christ bist, he's been changed. dann wurdest du verändert. But because the soul has been contaminated, Aber weil die Seele kontaminiert ist, it still needs to be delivered. muss auch sie freigesetzt werden. So issues are still flowing from you. Das heißt, Situationen fließen immer noch von dir heraus. Things that you don't like. Dinge, die dir nicht gefallen. Why do you not like them? Wieso gefallen sie dir nicht? Is it because it's sin or is it because you're just not used to it? Ist es, weil es sündhaft ist oder weil du sie einfach nicht kennst? Most of the time, it's because it's things that we're not used to Oftmals liegt es daran, dass es einfach Dinge sind, die wir nicht kennen or things we don't like oder Dinge, die uns nicht gefallen or things we don't understand. oder Dinge, die wir nicht verstehen. That's usually what it is that gets us in a bad position. Daran liegt es meist, dass wir in einem Bereich sind, wo wir uns nicht wohlfühlen. Especially things we don't understand. Why I gotta do that, Pastor? Und besonders Dinge, die wir nicht verstehen. Warum muss ich das tun, Pastor? You're asking why because you don't understand. Fragst warum, weil du nicht verstehst. Why? I don't know. Why? Warum? Ich weiß nicht. That's why God said, in all you're getting, get an understanding. Und deswegen sagt Gott auch in allem, was ihr euch aneignet, eignet euch Verständnis an. Because when you get an understanding, now you'll be more willing to do. Wenn man mal Verständnis erlangt, dann ist man eher bereit, etwas zu tun. Most people don't want to do something if they don't understand. Und viele Leute wollen etwas nicht tun, wenn sie es nicht verstehen. You try to get somebody to buy something. The first thing they want to understand is how does the product work? Und wenn Leute etwas kaufen wollen, dann möchten sie meist erst verstehen, was das Produkt für sie tun kann. Why you think people that sell vacuum cleaners, they don't make a whole lot of money? Was meint ihr, warum Leute, die Staubsauger verkaufen, nicht viel verdienen? They don't make a lot of money because it's hard for them to convince people or to get people to understand that this machine will do what they needed to do. Es fällt ihnen schwer, Dinge zu verkaufen, denn es ist schwer für sie, Leute zu überzeugen, dass das genau das richtige Gerät für sie ist. Because in their mind, they're thinking, hey, it's just another vacuum cleaner. Denn die Leute denken am meisten, das ist einfach nur ein weiterer Staubsauger. I got one already. Ich habe schon einen. So why should I buy another one? Weshalb soll ich dann einen neuen kaufen? What can this vacuum cleaner do that you're trying to sell me that the one I got can't do? Was kann dieser Staubsauger tun, was meiner nicht tun kann? See, so they want understanding. Sie möchten also Verständnis erlangen. Now, if you can give them some understanding that this vacuum cleaner is better than the one you got at a better price, Wenn man ihnen also helfen kann zu verstehen, dass der neue Staubsauger was Besseres kann als der, den sie schon haben, you'll walk out with a sale. dann wird man auch verkaufen. You know why most people walk out without a sale? Wieso gehen die meisten weg, ohne verkauft zu haben? Because they didn't know how to make the person understand this one is better. Denn sie haben der Person nicht helfen können, zu verstehen, dass der neue einfach besser ist. And so the other person is thinking, I'm cool with the one I got. Thanks, but no thanks. Und daher denkt die Person, ich bin zufrieden mit dem Staubsauger, den ich habe. So they send them away and they get no sale. Also schicken sie sie weg und sie verkaufen einfach nichts. But Jesus said, God said, all the issues that you're going to have in life, Aber they're Jesus going to come sagt, out of you. all die Situationen, die du haben wirst in deinem Leben, die fließen aus dir heraus. So what does that tell me? Was sagt mir das also? If it's going to come out of me, Wenn es aus mir herausfließt, I can put a limit on how many issues I have. dann kann ich das also limitieren, wie viele Situationen ich habe. If all the issues of my life are coming out of me, I can put a limit on how many issues I'm going to have.
Wenn alle Situationen, die ich in meinem Leben erfahre, aus mir herausfließen, dann kann ich das limitieren. Because when that issue presents itself, Denn wenn sich die Situation mir präsentiert if I present the right answers, und ich präsentiere die richtige Antwort, that issue has to do an about face and leave. dann muss die Situation einfach gehen. But if you give the wrong answer, Aber gibst du die falsche Antwort, that issue will knock down the door and come in. dann wird die Situation die Tür aufschlagen und hereinkommen. And now it's no longer an issue, it's a problem now. Und dann ist es nicht länger eine Situation, dann ist es ein Problem. See how it works? Versteht ihr, wie es funktioniert? But as we answer the calls of God, Aber wenn wir den Rufen Gottes folgen, God will take you from one level to another, dann führt uns Gott von einem Level zum nächsten cleaning out things in your heart and in your soul und er reinigt unser Herz und unsere Seele, that is not of Him. was nicht von ihm stammt. He'll wipe them away, Er wischt das weg, was nicht von ihm stammt. and you become the new creature that you already are. Und wir werden zur neuen Kreatur, die wir eigentlich schon sind. Your thinking changes, Dein Denken verändert sich, your speech changes, deine Sprache verändert sich then your actions change. und zum Schluss auch deine Handlung. Why? Warum? Because you begin to answer the calls. Denn du folgst dann den Rufen. Can I have some proof, Pastor? Kann ich Can einen you prove Beweis it? haben, Pastor? Kannst du Sure, I beweisen? Ja. You gave your life to Christ, didn't you? Du hast dein Leben Christus übergeben, richtig? Brian gave his life to Christ at the old church. Brian hat sein Leben Christus übergeben in den alten Gemeinderäumen. Then he started coming to church, which he didn't do at first. Und dann kam er auch regelmäßig in die Gemeinde, was er vorher nicht getan hat. See, something began in you. Das heißt, er hat etwas begonnen zu wachsen in dir. Even though you were struggling at the time, you came off and on. Und am Anfang hattest du vielleicht Schwierigkeiten und kamst nur ab und an. Look at what you're doing now. Aber sieh dir an, wo du jetzt stehst. You come every Thursday now. Du kommst jeden Donnerstag, You come every Sunday now. du kommst jeden Sonntag And you're even coming for marriage counseling now. und du kommst auch zum Ehevorbereitungskurs. That's a change. Das ist eine Veränderung. And God made that change in you. Und Gott hat diese Veränderung in dir vollbracht. Where before, the devil could say, come on, Brian, man, we're tired. Let's just stay in the bed. And you say, okay, this morning I'm going to stay in the bed. Und vorher konnte der Teufel sagen, oh Brian, wir sind heute müde, wir bleiben einfach im Bett. That's, Wie du ja gesagt hast. you're not that same Brian anymore. Aber du bist nicht mehr der gleiche Brian. Because now Brian jumps up and goes, oh, I'm late. And you start running. Denn heutzutage, wenn du aufwachst und du merkst, du bist spät dran und beginnst du zu rennen, That tells me something changed. und das zeigt mir, dass sich da was verändert hat. Because if nothing changed, you would jump up and go, oh, it's 8:15, it's 9:15. I'm going to be really late. Denn hätte sich nichts verändert, dann würdest du zwar aufspringen und sagen, oh, es ist Just say 9:15, 9:30. 9:15 Uhr, 9:30 ich werde zu spät kommen. By the time I get ready, get in the car and drive there, it'll be 10:15 or 10:30. Und wenn ich mich dann fertig gemacht habe, bis ich dann endlich dort bin, I might as well not go. I'll catch them next Sunday. ist es viel zu spät, dann bleibe ich gleich daheim. See, that's the old Brian. Das ist der alte Brian, But that's not you anymore. aber das bist nicht mehr du. And that tells me you've answered some calls. Und das zeigt mir, dass du einigen Rufen gefolgt bist. You may not even recognize that, but I do. Du merkst es vielleicht nicht mal, aber ich merke es. I know when there was a time where it was easier for you to say, I'll just stay home this Sunday. Denn ich erinnere mich an die Zeiten, wo du gesagt hast, ich bleibe einfach heute zu Hause. But now it's not that easy. Aber jetzt ist es eben nicht mehr so leicht, zu Hause zu bleiben. I didn't say you wouldn't like to. Ich habe nicht gesagt, dass es dir vielleicht gefallen würde, auszuschlafen und daheim zu bleiben. I would like to also. Ja, das würde ich auch mal gerne tun. But I can't. Aber ich kann es nicht tun. I got to do what God say do. Denn ich muss das tun, was Gott mir aufgetragen hat. So I see the growth even if you don't see it. Das heißt, ich sehe also den Wachstum in dir, wenn du ihn noch nicht wahrgenommen hast. I see the growth in Daniela even if she can't see it. Und ich sehe auch den Wachstum in Daniela, auch wenn sie noch nicht wahrgenommen hat. See, we see when y'all growing. Wir erkennen, ob ihr wachst. And that's why
we get mad at the devil when we see you start to fall off a little bit. Und dann werden wir auch sauer auf den Teufel, wenn wir dann sehen, dass ihr wieder ein bisschen zurückfallt. Because you may not think that you're growing at all, Und ihr denkt vielleicht, dass ihr gar nicht gewachsen seid, but we see the growth. aber wir sehen den Wachstum, We see the fruit. wir sehen die Früchte And we can see when the enemy is starting to put on an attack. und wir erkennen auch, wenn der Feind angreift. Because we watch you guys Denn, out of care and love. denn wir beobachten euch aus Liebe heraus And then we start to see a pattern of certain things happening. und dann erkennt man eben ein bestimmtes Muster And then we know, okay, the devil's messing with them again. und dann merkt man eben auch, okay, der Teufel bekämpft sie wieder extrem. So Pastor gets on the phone. Hey Brian, how you doing? Und dann nimmt Pastor das Telefon und ruft Brian an und sagt, ja, hallo Brian, wie I geht's? haven't seen you in about 2 or 3 Sundays, man. What's going on? Ich habe dich so 2, 3 Sonntage nicht mehr gesehen, was ist los? See, I'm not calling you to jump on you. I'm calling you because I know something is happening. Und ich rufe nicht an, um da irgendwie zu bestrafen, ich rufe an, um zu helfen. So I'm calling now to help. Ich rufe eben an, um zu helfen. So we see stuff like that. Und daher fallen uns bestimmte Dinge auf. But see, sometimes because our focus is not on the call, it's on the issue, Aber manchmal, wenn unser Fokus eben nicht auf den Ruf ausgerichtet ist, sondern auf die Situation, we start to act another way benehmen wir uns anders and we can't see it. und wir merken es selbst nicht. I do too sometimes, but God sometimes He'll open my eyes Und bei mir ist es manchmal auch so, aber dann öffnet mir Gott die Augen and I'll see, I'm not even acting like me. und ich erkenne dann, ich bin nämlich nicht mal wie ich selbst. I haven't been praying like I should. Ich habe mich so gebetet, wie ich sollte. I haven't been studying like I should. Ich habe mich so studiert, wie ich sollte. I haven't been treating my wife right. Ich habe meine Frau nicht richtig behandelt. I haven't been spending time with my kids like I should. Ich habe keine Zeit mit meinen Kindern verbracht, See, wie ich God sollte. pulls those things to my attention. Und Gott zeigt mir eben diese Dinge, macht mich darauf aufmerksam. Don't nobody have to tell me. He tells me. Das muss mir kein anderer sagen. Gott macht es sowieso. And then I'll try to do what I need to do to correct it. Und dann versuche ich eben die Dinge richtig zu stellen. One last thing and then we're going to close for tonight. Noch eine Sache, bevor wir schließen. So we see all of the issues of life flow from us. Wir sehen also, dass alle Situationen des Lebens aus uns herausfließen. And if they flow from you, Und wenn sie aus uns herausfließen, that means you can control it. dann heißt das, dass wir es kontrollieren können. Not the devil, Nicht der Teufel, you. sondern wir. Understand this. Versteht bitte Folgendes. The devil cannot create anything. Der Teufel kann nichts schaffen, But what he can do is put your attention on something aber er kann uns dazu bringen, dass wir unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken, so you can create something. dass wir selbst eine Situation erschaffen können. See, we create like God. We're co-creators with God. So wie Gott. Wir sind eben, er erschafft Dinge und wir erschaffen Dinge ebenso. And God made it that way. Und Gott hat es so erstellt, So you can create just like God can. dass du genauso erschaffen kannst wie Gott. How, Pastor? Wie funktioniert das, Pastor? With your mouth. Mit deinem Mund. You create things with your mouth. Du erschaffst Dinge mit deinem Mund. Saved or unsaved. Ob du errettet bist oder nicht. So the devil said, I can't create nothing, but he can. Der Teufel sagt also, ich kann nichts erschaffen, aber er kann. So let me get him to create something with his mouth, Und er will ihn dazu bringen, dass er Dinge erschafft mit seinem Mund. and then I'll show him an image to go with the words that came out of his mouth. Und dann zeige ich ihm auch noch ein Bild, gemäß seiner Worte, So it can stay in his head, damit es in seinen Kopf gelangt. and once it gets in his head, I'll put his attention or her attention on it, Und wenn es dann in seinem oder ihrem Kopf ist, dann lenke ich da die Aufmerksamkeit drauf. and they will create a desire for it. Und sie werden eben ein Verlangen da aufbauen in die Richtung. That's how we get pulled away from the calls of God. Und so werden wir eben weggezogen von den Rufen Gottes. That's how people fall into lust.
Und so verfallen Menschen in Lust. Not just women, Nicht nur Frauen, not just men, nicht nur Männer, not just lust of sex, nicht nur Verlangen nach Sex, lust of things. sondern Verlangen nach Dingen. Some people lust after things. Manche Menschen lüsten nach verschiedenen Dingen. The next door neighbor can't buy nothing. Der Nachbar kann nichts kaufen, Because as soon as the next door neighbor buys something and they see it, they want it too. denn wenn der Nachbar nebendran was Neues kauft, dann muss er auch gleich was Neues kaufen. Husband, he got a good job. And the neighbor do too. Der Mann hat eine gute Arbeit und der Nachbar auch. He's in his window, looking. Und er stellt sich ans Fenster und beobachtet seinen Nachbar. You see the next door neighbor, a truck pulls up in front of their house. Und dann sieht er, dass ein großes Wagen sich dem Haus nähert. And he see a big screen TV come out. Und er sieht, dass ein riesengroßer Fernseher herausgebracht He wird. said, baby, look, look, look. Und er sagt, Schatz, guck mal, They got a big screen TV. die haben einen riesengroßen Fernseher sich gekauft. Look how big it is. Guck mal, wie groß er ist. Oh, that would look nice in my house. Oh, da wird See? er gut in meinem Haus aussehen. He done already took it from off the truck going to their house to his house. Und den Gedanken hat er ihn schon von dem Lastwagen in sein Haus kommen sehen. It'll look good in our house. Won't it, baby? Oh ja, das wird bei uns gut aussehen. So einen kaufen wir auch schon. That means already he got his mind on getting one. Das heißt also, er hat seine Gedanken darauf ausgerichtet, auch so einen zu kaufen. See, that's lust. Und das ist los. The neighbor can't buy nothing without you wanting it too. Or something bigger. Der Nachbar kann also nichts kaufen, ohne dass du es auch willst oder was Größeres. People create desires through giving their attention to things. Und Menschen schaffen sich also selbst Verlangen, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten. I promise you I'm finna quit in a few minutes. Some people say, I don't have a desire to come to church every Sunday. Und manche Leute sagen, ich habe kein Verlangen danach, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. You know why? Wisst ihr warum? Because they're not giving God their attention. Weil sie Gott eben nicht ihre Aufmerksamkeit geben. That's why you don't desire coming to church to hear what God has to say. Deswegen haben sie kein Verlangen danach, in die Gemeinde zu gehen und zu hören, was Gott sagt. Some people say, I can't read the Bible because every time I read the Bible, I fall asleep. Manche sagen, ich kann die Bibel nicht lesen, denn jedes Mal, wenn ich tue, schlafe ich ein. You know why you fall asleep every time you read the Bible? Und weißt du, warum das passiert? Because you're not giving your attention to God. Weil du Gott eben nicht deine Aufmerksamkeit You gibst. don't care what he says. Ist es egal, was er sagt? The world is saying, to you, the world is saying something more important than what God is saying. Denn für dich ist es wichtiger, was die Welt sagt, stattdessen das, was Gott sagt. Let me give you an example, then we're going to stop. Ich gebe euch ein letztes Beispiel. Read the Bible for 30 minutes. Lies die Bibel für 30 Minuten. If you're not a person that desires and thirsts after God, Bist du keine Person, die Verlangen hat nach Gott? after 30 minutes of reading your Bible, you're going to want to put it down. Dann wirst du nach 30 Minuten die Bibel weglegen wollen. But the same person that can't read the Bible for 30 minutes Aber die gleiche Person, die die Bibel nicht für 30 Minuten lesen kann, can sit down in front of the TV and watch 3 movies. kann vor dem Fernseher sitzen und 3 Filme hintereinander ansehen. You know how long 3 movies is? Wisst ihr, wie lang 3 Filme sind? Minimum 5 hours. Also mindestens 5 Stunden. So 5 hours you can do, but you cannot do 30 minutes in the Bible. Das heißt, 5 Stunden kannst du vom Fernseher verbringen, aber nicht 30 Minuten in der Bibel. Now you tell me what has your attention. Und jetzt sagst du mir, was deine Aufmerksamkeit hat. The world still got your attention. Die If Welt you hat can- deine Aufmerksamkeit. If you can watch 3 movies Wenn du dir 3 Filme ansehen kannst and not even fall asleep, und dann nicht einschläfst, but you can't read your Bible for 30 minutes or longer and ready to fall asleep, aber du kannst in der Bibel nicht mal 30 Minuten lesen, ohne einzuschlafen, the world still has your attention. dann hat einfach die Welt noch deine Aufmerksamkeit. And that's why you can't answer the calls like you should. Und deswegen kannst du dann auch dem Rufen nicht folgen, wie du eigentlich solltest. And if you don't answer the calls, your growth is going to be very slow. Und wenn du dem Rufen nicht folgst, dann wirst du auch nur wenig wachsen können.
It ain't that you're not going to grow. You're going to grow. As long as you stay in this church, you're going to grow. Es wird auch nicht so sein, dass du aufhörst zu wachsen, denn solange du in der Gemeinde bist, wirst du wachsen. But when you're not here, Aber wenn du nicht hier bist if you're giving more time to the TV than your Bible, und du gibst ihm mehr Zeit dem Fernseher hin, stattdessen der Bibel, you're not going to answer very many calls, dann wirst du nicht viel rufen wollen and you're not going to grow too fast. und nicht sehr schnell wachsen. You're going to grow slow Stattdessen wirst du langsam wachsen. because the TV in this world has your attention more than God does. Denn der Fernseher